Deine Geschichte, Dein Weg, dein Job. Ja, willkommen aus dem Studio Ansage im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zu Deine Geschichte, dein Weg, dein Job und dein Podcast übers Ankommen und Arbeiten in Berlin. Mein Name ist Marilena Chazadoniou und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar die Gleichstellungsbeauftragte des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Frau Jamile da Silva e Silva. Just go for it. Just go for Just it. go for it. Just go for it. Deine Geschichte. Dein Weg. Dein Job. How did you arrive to Germany? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? War es schwer, einen Job zu finden? Cuéntanos cómo es tu vida ahora. 4 women 3 languages. Und viele and many Geschichten. life Y stories. muchas historias. Just go, Just go for it. Just go Just for go it. for it. Jamile, hallo. Hi. Willkommen im Studio Ansage in deinem Bezirk, im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist spannend. Sehr gerne. Wie hast du zu uns gefunden? War das einfach? Ja, das war einfach. Total einfach, Ja. weil du arbeitest hier in der Genau. Nähe und wir konnten zu Fuß kommen, ne? Ja, genau. Das ist schön. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen deinen Namen vorgestellt und dann, was du hier machst. Jamile da Silva e Silva. Das klingt, als kommt der Name aus Brasilien. Ja, genau, tatsächlich. Ich komme aus Brasilien, aus Rio de Janeiro. Genau, und in Brasilien sagen wir zu meinem Namen Jamile da Silva e Silva. Das ist ein ganz kleiner Unterschied in der Aussprache, aber es macht auch nichts. Das stimmt. Ich hab das noch nicht so drauf, das Portugiesische, Nee, es aber auch. ich finde, es klingt immer super. Es klingt immer nach Musik, finde ich, wenn du das aussprichst. Ja, danke. Sehr schön. Jetzt wollte ich dich fragen, Brasilien, Rio de Janeiro, das ist ein ganz weiter Weg bis nach Deutschland. Wie kamst du erstmal nach Deutschland? Warum Deutschland? Ja, ich habe tatsächlich nicht gedacht, dass ich hier landen würde. Ich habe aber damals, ich war Mitte 20, ich habe einen Austausch gemacht in den USA und Angola, so Richtung Ende meines Studiums. Und dann war ich 6 Monate in den USA und dann 6 Monate in Angola. Und da habe ich meinen Partner kennengelernt, der ist ein Deutscher. In den Deshalb- USA oder in In Angola? Angola. Aha. Deshalb haben wir uns dort schon mal entschieden, zusammen zu bleiben. Genau. Und irgendwann bin ich hier in Berlin gelandet, aber ein bisschen später, nicht sofort. Also über ein paar Ecken. Über ein paar Ecken, genau. Und okay, jetzt USA kann ich noch gut verstehen. Angola, was hast du in Angola gemacht? Da ist es nicht ganz ungefährlich. Man spricht zwar Portugiesisch, so Ja. viel weiß ich. Genau, als Brasilianerin haben wir, gerade die schwarze Bevölkerung in Brasilien, haben einen starken Bezug zu Angola, beziehungsweise wegen der Geschichte, brasilianischer Geschichte, wegen der Geschichte. Genau, haben wir Schwarze in Brasilien so ein Longing, so ein Sehnsucht nach unserer Wurzel sozusagen, obwohl wir alle Brasilianerinnen sind. Genau, ist bei vielen so die Frage, diese Neugier, ne? Wie Angola oder also aufgrund der Sprache und der ähnlich, also gleiche Kolonialherren sozusagen, haben wir diese Ähnlichkeit, auch geschichtlich. Genau, deshalb habe ich gedacht, ich muss dahin. Und ich wollte das noch während des Studiums machen, weil ich wusste, wenn ich das abschließe und einen Job finde, dann kann ich nicht mehr weg. Dann ist es nicht mehr so einfach. Das Nee, ist genau. total clever. Was Ja. hast du denn studiert, wenn ich fragen darf? Ich habe in Brasilien Soziale Arbeit studiert. Davor habe ich ein bisschen Psychologie, also fast 2 Jahre Psychologie studiert und dann habe ich mich umentschieden und Sozialarbeit. Und in Angola konntest du dann schon in einem sozialen Beruf arbeiten? Ich habe in einer Schule gearbeitet und habe da ganz viel gemacht in der Schule, habe auch ein bisschen Englisch und auch so alle möglichen Fächer irgendwie mit unterrichtet oder unterstützt bei Nachhilfe ein bisschen und habe auch sauber gemacht und gekocht und Veranstaltungen gemacht und ganz viele. Aber ich habe mich schon während meines Studiums sehr intensiv mit der Frage der Gleichstellung, habe schon damals in einer Frauenorganisation ein Praktikum gemacht und dann gearbeitet. Genau, und auch in Angola habe ich eine Gruppe mit den Frauen, Mädchen, also es waren junge Frauen, ne? Es waren nicht so
war eine Ausbildungsschule. Aha. Mit der jungen Frau habe ich so eine Frauengruppe initiiert, sozusagen, wo wir auch über unsere Herausforderungen oder deren oder meine und dann dieser ganze interkulturelle irgendwie miteinander ausgetauscht. Super. Also Genau. Und danach, so ein paar Jahre später, habe ich dann ein Master in Gender Studies gemacht, aber dann in Lund, in Schweden. Dann in Schweden, dann bist du Genau. erstmal nach Schweden. Wann hast du, wenn du uns zeitlich ein bisschen mitnimmst, wann hast du denn Deutsch angefangen zu lernen? Ich habe Deutsch angefangen zu lernen 2011, als ich hier angekommen bin in Berlin. Also nicht vorher. Nein, Nicht, als du deinen Partner kennengelernt hast? Nein. Dann hast du gesagt, na, die Sprache, mal Nein. gucken. Er Da- konnte wahrscheinlich gut Englisch ja, genau, wir haben und da, vielleicht Portugiesisch. genau, Sehr ja. schön. Wir haben uns damals auf Englisch gesprochen. Er hat auch Portugiesisch gelernt, weil er da in Angola war, aber eigentlich war unsere Sprache immer Englisch, bis unser erster Sohn geboren war. Dann habe ich gedacht, zu Hause musst du wie Portugiesisch reden. Okay. Sehr schön. Und dann bist du nach Schweden gegangen, um deinen Master zu machen in Gender Studies, Ja, korrekt? genau. Und dann kam die Entscheidung, Master in der Hand, jetzt gehe ich nach Deutschland. Nicht so ganz, weil während des Studiums bin ich schwanger geworden mit Aha. meinem Sohn. Der ist dort auch geboren in Schweden. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ich will nach Brasilien zurück. Ich will mit Familie, mit mehr Leuten, mit mehr Menschen um mich herum und dann ein Support-System. Nicht nur Joschka, das ist mein Partner und ich und das Baby, sondern ja, mehr Leute. Und wir sind ja dann nach Brasilien gezogen. Mein Sohn hat schon 3 Länder gewohnt. Er ist in Schweden geboren, dann nach Brasilien gezogen und Genau. jetzt in Deutschland. Genau, und dann hat irgendwie nicht alles so geklappt, wie wir das gedacht haben. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt versuchen wir mal in Berlin. Obwohl mein Partner nicht aus Berlin kommt, Okay. aber ich habe schon Berlin geliebt damals. Und ich dachte, ich bin in Deutschland, dann in Berlin. Wenn Deutschland, dann nach Berlin, weil das was Internationales hat, oder wieso? Genau. Das hat, ja, es ist internationale und ich habe mich hier immer wohlgefühlt. Ich war schon ein paar Mal, bevor wir uns die Entscheidung getroffen haben. Und dann habe ich gedacht, okay, hier ist ja ein Ort, wo ich mich wohlfühlen kann. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja auch wann bin ich? Ich bin 94 nach Deutschland gekommen und ich dachte, Berlin ist so meine Stadt. Deutschland weiß ich nicht, aber hier in Berlin kann ich mich wohlfühlen. Hier kann man sein, wie man will, so ungefähr. Ne? Genau, ist bei mir auch so und das bleibt so. Ich Ja. weiß nicht, ob ich woanders leben will. Also ich bin hier gerne in Berlin. Ah, das ist doch schön Ja. zu hören. Vielen Dank. So, jetzt verlassen wir mal Brasilien und Schweden und kommen nach Berlin. 2011 kommst du hier an mit einer kleinen Familie schon dabei, die Sprache nicht in der Tasche. Nein, Aber Berlin ist ein bisschen schon internationaler geworden, 2011, wenn ich mich recht erinnere. Es sprechen ja. viele Leute Englisch, was Ja. früher auch nicht der Fall war. Ne? genau. Ich konnte mich auf Englisch zurechtfinden, aber ich habe mich gleich in einen Deutschkurs angemeldet. Du hast dich als erstes in einen Deutschkurs angemeldet. Genau, das wollte ich unbedingt so schnell wie möglich Deutsch lernen, weil ich wollte irgendwie arbeiten. Und ich wollte irgendwie hier ein Leben starten. Genau, ich hatte wirklich so Eile irgendwie. Keine Ahnung. Das soll Genau. jetzt anfangen. Ja, Und wie waren deine ersten Schritte? Was hast du da? Du hast Deutschkurs gemacht genau. und Ich habe danach? Deutschkurs und mein Studium, also ich habe alle Kurse abgeschlossen, aber ich musste noch meine Abschlussarbeit schreiben. Und deshalb bin ich auch nach Brasilien gegangen, um meine Research, meine Forschung in Brasilien zu machen. Und dann musste ich, das Papier habe ich noch nicht zu Ende geschrieben, deshalb musste ich auch gleichzeitig meine Masterabschlussarbeit schreiben und dann diesen Deutschkurs gemacht. Da bin ich immer vormittags, habe meinen Sohn zur Kita gebracht und dann zum Deutschkurs und dann nach Hause ein bisschen schreiben, dann meinen Sohn abgeholt, ne, weil mein Vater damals gearbeitet hat und dann abends habe ich auch weitergeschrieben, ein halbes Jahr lang, bis es fertig war. Ein halbes Jahr lang. Genau, ich war gleichzeitig fertig mit dem Integrationskurs Aha. und mit meinem Papier, mein
Masterarbeit. Super. Ich bin dann verrückt geworden. Das glaube ich, das ist nicht, und das Genau. war auch dein erster Sohn, das ist sicherlich auch aufregend. Genau, genau. Ne? Ja, Wow. alles sehr intensiv. Hat alles so zum Glück gut geklappt, aber ja. Und am Ende der Integrationskurs, den hast du gemacht, dann hat man welches Sprachniveau am Ende, wenn man mit dem Integrationskurs fertig ist? B1. B1. Und das reicht dann auch für den Integrationskurs, aber für Genau. dich war das nicht genug? Nein, ja, das war nicht genug. Auch ja, in meinem Feld zu arbeiten, habe ich schon das Gefühl gehabt, ich muss mehr wissen. Die Sprache verbessern, damit man wirklich auch in dem Feld, das man mag, arbeiten kann. Ne? Genau, und damals war ich auch im Jobcenter und Aha. die haben für mich einen Deutschkurs für den Beruf finanziert, Mhm. wo ich B2 abschließen konnte. Mhm. Nur während des Deutschkurses, des zweiten Deutschkurses, habe ich erfahren, dass Deutschland meinen Abschluss akzeptiert, anerkennt Sehr aus schön. Brasilien. Aber ich musste als Sozialarbeiterin so Sozialrechtsseminaren in der Uni besuchen. Und auch nicht nur besuchen, sondern auch nochmal bestätigen, dass ich da so auch die Klausuren, die Hausarbeiten irgendwie alles belegt habe. Und das habe ich dann nach dem zweiten Kurs gemacht. Wie lange hat das gedauert? Wie lange musstest du da nochmal? Es war ein Semester. Ein Ich Semester. habe dann 3 Kurse gemacht in einem Semester. Mhm. Genau, ich bin fertig mit einem dann, das war Februar, März 2013, also Wintersemester 2012, 13 habe ich dann meine Anerkennung als Sozialarbeiterin bekommen. Das Und ist, da habe ich schon den Deutschkurs abgeschlossen. Ja, und dann konnte das ein bisschen parallel laufen. Aber das ist super, dass du das sagst, weil viele Ja. Leute, man denkt es fast nicht, auch Kurse, die jetzt nicht hier in einem regulierten Beruf unbedingt sind, also nicht Arzt oder Architekt oder ähnliches. ja, Es ist wahnsinnig wichtig, dass man die offizielle Anerkennung hat, ja, damit man nachher auch eine Arbeit findet, die einem ja, gerechtfertigt, was man alles gelernt hat. Ne? genau. In dem Kurs habe ich natürlich nochmal die Grammatik verstärkt, was ich schon gelernt habe, aber auch Alltagsbegriffe oder Sprache in einem Büro, ne? Oder genau. Und da musste ich auch nochmal Richtung Ende des Kurses ein Praktikum belegen. Das war auch wichtig für mich, weil dann bin ich in ein Umfeld gegangen, wo ich die Sprache üben könnte, weil ich zu Hause Portugiesisch gesprochen habe mit meiner Familie. Ja, man Genau. will ja auch, dass die Kinder dann mit der portugiesischen Sprache aufwachsen, aber Genau. selber will man noch Deutsch lernen. Genau, das ist ja kleinere Herausforderung. Also hat auch Spaß gemacht. Ich habe mit meinem Sohn auch zusammen so ein bisschen gelernt, weil der war klein, der war 1 Jahr, als wir hergekommen sind. Dann Aha. konnte nicht so gut sprechen damals, aber dann hat er langsam gelernt und ich habe auch dann mit ihm zusammen gelernt. Aber wer war schneller? Du warst Er schon war viel schneller. Er war schneller? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist auf eine jeden schöne Fall. Geschichte. Aber ich habe auch nochmal mit so Kinderbüchern, das war auch für mich so eine Übung, ne, weil es sind so große, kleine Buchstaben, Worte. Also die Geschichte so dieser Bilderbücher, die sind ja so, wenn du die Bilder siehst, du kannst ja auch schon die Geschichte verstehen. Ja, ja, ja. Und dann habe ich ihm vorgelesen und er hat mich immer so angeguckt, er hat immer so, ich denke, der hat gesagt, ich spreche irgendwas falsch aus, aber gut, also das hat mir auch geholfen. Und du hast damals wahrscheinlich in ganz vielen Welten gelebt, weil das eine war die Uni-Welt, wo du das Sozialdeutsch erstmal lernen Ja, solltest, was auf jeden Fall. Bestätigung oder Schein oder keine Ahnung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Dann das Babydeutsch vielleicht, das Ja. Kinderdeutsch, Ja, dann das familiäre Deutsch, dann Ja. das Grammatik, Syntax, B2-Prüfung, was muss man Genau. dafür? genau. Wow. Ja. Und dann war es einfach eine Praktikumsstelle zu finden? Ja, relativ. Ich habe mich bei vielen beworben, ja, aber irgendwann habe die Unterstützung gehabt von der Sozialarbeiterin mit dem Deutschkurs. Die hat mit mir so eine Bewerbungsmappe irgendwie zusammen erstellt. Das gehörte auch nochmal dazu zum Kurs. Und genau, da habe ich viele Frauenorganisationen angefragt und eins davon hat mich akzeptiert.
Sehr schön. Und hast du damals auch viele Initiativbewerbungen, also keine Initiativbewerbungen Genau, verschickt? Hast genau. du? Ich habe es gab Nur Initiativ. nur Initiativbewerbung, habe nur gesagt, vorgestellt und mich präsentiert, ich möchte ein Praktikum machen, ich bin so und so, habe die Erfahrung. Ich hatte schon, ne, auch wenn ich schon relativ jung war, viel Erfahrung schon in Brasilien gesammelt, durch meine internationale Erfahrung in Angola und auch mit meinem Studium Mhm. habe ich sehr viel schon drauf, irgendwie in meinen Koffer, Erfahrungskoffer. Nur genau, in Deutschland nicht. Deshalb, Wir raten auch immer, also Initiativbewerbungen, man kann ehrlich gesagt nichts falsch machen mit einer Initiativbewerbung. Weil man zeigt den Menschen, ne, man interessiert sich für die Organisation, man hat recherchiert, das ist das ja, Gebiet, wo man arbeiten will. Nee, toll. genau. Und man hat ja nichts zu verlieren, ne? Man hat ja Mhm. schon sowieso gar nichts. Also, Wie genau, lange ging das Praktikum? Das war dann ein halbes Jahr. ein halbes Jahr und war Teil des Studiums auch. Genau, Mhm. genau. Ich habe parallel zu dem Studium, Mhm. zuerst habe ich einen Monat war jeden Tag da und dann habe ich immer 2 oder 3 Tage mal in der Woche bin Mhm. ich dahin gegangen und dann zum Unterricht in die Uni. Dann war Deutschkurs schon Pause, ne? Genau. Wahnsinn. Das ist schon viel. Da ist Ist die viel, Zeit sehr ist schnell viel. vorbei. Wenn ich zurückblicke, ich denke, oh mein Gott, ich habe so viel, also wie hat es geklappt? Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich bei meinem Sohn irgendwas verpasst habe oder was. Ich hatte so viel Energie auf jeden Fall. Und die Motivation, ne, ist Ja, doch eine toll. große Motivation. Ich wollte loslegen. Ich wollte nicht irgendwie warten, bis irgendwas geschieht, sondern ich wollte unbedingt, ja, loslegen. Loslegen, die Kontrolle nehmen und dann. Genau. Und wie war es nach dem Praktikum, deine erste Arbeit zu finden? Hast du das ähnliche Strategie befolgt oder? Das war dann ganz schnell, also da hat dem Jobcenter hat gesagt, okay, wir haben alles so, ne, gemacht, Sie haben schon Deutsch gelernt, jetzt müssen Sie sich bewerben, aber Aha. für eine richtige Stelle. Dann habe ich mich angefangen zu bewerben und dann habe ich gleich einen Job gefunden Mhm. in einer Beratungsstelle, in einer Frauenorganisation auch. Das war Super. 2013. Ja, Und dann auch Initiativ oder hast du da Annoncen gesucht? genau, da habe ich Annoncen gesucht. Da Da hast du habe ich so Annoncen die gesucht. Stellen nach Stellen gesucht, als Sozialarbeiterin in Frauenorganisationen. Und ja, da habe ich auch damals mit Frauen in Gewaltsituationen Mhm. gearbeitet. Mhm. Das war eine richtige Schule für mich, weil ich da, Da genau, lernt man viel, ne? lernt man viel. Obwohl Was lernt man? ich kannte mich schon mit dem Thema, aber in der Praxis zu arbeiten, in dem deutschen Kontext, also im Mhm. Berliner Kontext, war schon für mich sehr wichtig, auf jeden Fall. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, das ist was ganz anderes, ne? Genau. Und da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet und da habe ich eine Anzeige auch gefunden von einer anderen Stelle, beziehungsweise wurde mir auch so ein bisschen empfohlen. Mhm. Äh, für eine Stelle als Programmkoordinatorin, auch in einer anderen Frauenorganisation, Mhm. Migrantinnenorganisation, die ich schon kannte. Und ich dachte, vielleicht ist es eine Chance, weil da kann ich ja sehr viel realisieren. Auch nicht nur Beratung machen, sondern auch so inhaltlich zu vielen Themen irgendwas veranstalten, Kurse, Workshops und genau. Und da habe ich mich beworben und habe auch die Stelle bekommen. Und in dieser Organisation bin ich 10 Jahre geblieben, bis jetzt, Super. vor kurzem. Und da Sehr, kann man auch seine eigene Erfahrung auch mitbringen, ja, ja, weil auf man ist jeden ja Fall. selber eine Frau mit Migrationsgeschichte oder Genau, Migrationshintergrund, ja. genau. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel gemacht und gelernt. Und 6 Jahre lang war ich Programmkoordinatorin und 2020 habe ich die Stelle als Geschäftsführung übernommen. Super. Und ja, das war Du richtig kannst gerne ein wichtig. bisschen Werbung machen, welches die Organisation ist, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das heißt SUSI, Interkulturelles Frauenzentrum. Mhm. Genau. Und ja, das war eine große Schule und da habe ich wirklich viele wichtige Menschen Mhm. kennengelernt. Auch inhaltlich habe ich mich sehr weiterentwickelt, weil ich ständig in Kontakt zu Menschen, die so wahnsinnige Arbeit, feministische, intersektionale Arbeit, antirassistische Arbeit gemacht hat und war eine ständige Weiterbildung in meinem eigenen Feld. Das war echt gut.
Nee, das ist super. Wir verlinken auch Susi e.V. nachher in den Show Notes. Auf jeden Fall, dass wenn Frauen, die Migrationshintergrund haben, Ja, die aufsuchen sollen, sehr gerne. Und wie bist du nachher zu deinem heutigen Job gekommen? Heute bist du ja Gleichstellungsbeauftragte, genau. also auch voll in deinem Gebiet, Ja, in Friedrichshain-Kreuzberg, in ja, unserem schönen Bezirk. ja. Ja, das hat diese Stelle hat eine Freundin mir geschickt Mhm. und hat gesagt, vielleicht für dich eine Chance. Ähm, genau, die aktuelle Gleichstellungsbeauftragte geht in die Rente. Vielleicht, ja, du passt ja gut zu dieser Position. Und dann habe ich sofort gedacht, weil ich habe auch mit der Gleichstellungsbeauftragten in dem Bezirk, wo ich gearbeitet habe, auch sehr eng und gut zusammengearbeitet. Mhm. Ich war in viele Gremien und auch ich habe sehr intensiv mit der Senatsverwaltung zusammengearbeitet, weil ich da ständig irgendwelche Anträge und Abrechnungen gemacht habe. Und ich habe dann die frauenpolitische Infrastruktur in Berlin schon sehr gut gekannt. Mhm. Wo ich dachte, ja, wir haben wahnsinnig gerne bei Susi gearbeitet, ne? Und sehr viel für unsere Zielgruppe gekämpft sozusagen. Und ich dachte mal, wenn ich auf die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten nochmal komme, dann kann ich nicht nur die eine Zielgruppe unterstützen, sondern meine Aha. Arbeit irgendwie, Sondern gleich mehrere. ja genau, also die Reichweite von was ich mache, kann ja mehrere profitieren. Und ich dachte, das ist vielleicht eine Möglichkeit, eine Chance für mich, auch mich weiterzuentwickeln. Ne? Irgendwann dachte ich, okay, vielleicht. Ja, und ich finde das toll, weil du bist auch ein Vorbild. Und wenn andere Frauen da draußen mit Migrationshintergrund, schwarze Frauen, Ausländerin haben wir früher gesagt, ja, Ja, und sie kommen heute und sind ja, eine Gleichstellungsbeauftragte, das ist toll. ja, das Das gibt ja gibt nicht, Hoffnung, ja, Motivation, Mut, alles, ja. was man. Ich finde es ja auch ganz toll, unabhängig davon, dass ich da in der Stelle bin. Aber genau, dass unser Bezirk hier diesen Schritt gemacht hat, eine schwarze Gleichstellungsbeauftragte mit einer Migrationsgeschichte einzustellen. Ne, ich habe mich nicht versteckt, ich habe mein Team habe ich irgendwie offengelegt und das zeigt schon, dass es eine Änderung, die Zeiten entwickeln sich und ja, auch die frauenfeministische Arbeit hat auch mehrere Gesichter und die sollen auch repräsentativ irgendwie sein in Stellen, wo irgendwie auch Entscheidungen getroffen werden und genau. Finde ich toll. Hast du vollkommen recht. Und Jamila, wie ist dein Leben heute? Heute, ich habe nicht nur ein Kind, sondern zwei. So ein Teenager, der ältere und ein Pubertäre, so ein Neunjähriger. Oh, wow. Und ich arbeite hier Vollzeit bei uns im Bezirk, ne, gegenüber in der Frankfurter Allee. Ich bin so fast ein halbes Jahr in der Position und lerne wahnsinnig viel. Das ist sehr, sehr spannend, die Tätigkeit. Mhm. Ich bin in viele Sitzungen, viele Vernetzungen. Ich darf auch nochmal die Position von vielen anderen auch mit auf den Tisch zu bringen. Ich lerne sehr viele interessante Menschen kennen und ja, es ist sehr interessant, aber ganz genau, also ich befinde mich noch in der Einarbeitungsphase, würde ich mal behaupten. Ich habe noch keinen festen Alltag, sondern ja, genau, habe Das ganz viele dauert. unterschiedliche Projekte. Ich habe schon sehr wichtige Kooperationen abgeschlossen, so Mhm. Sachen, die ich weiß, das kann ja langfristig nochmal sich weiterentwickeln. Habe schon ein bisschen Schwerpunkte für mich so überlegt, die ich weiter verfolgen werde mit meiner Arbeit. Aber im Moment bin ich nur offen und überall dabei und genau, genieße einfach so die Zeit. Ja, Und auf jeden Fall, du bist in Berlin ich bin angekommen angekommen. und du kannst dich weiterentwickeln Genau, und entfalten und das ist doch genau, super. genau. Ich bin auch mir bewusst, dass meine Geschichte, obwohl ja ich sehr viel gemacht habe, gekämpft, ne?
Es war nicht alles so einfach, aber das ist ja nicht die Geschichte von jeder Mensch. Also ich habe Nee. auch ein Stück Glück irgendwie oder die richtige, ne, der richtige Position mit der richtigen Person oder der richtige Mut in dem Moment irgendwie gehabt. Das widerspiegelt nicht die Realität von vielen. Und das habe ich auf jeden Fall im Blick. Ich erwarte nicht, dass alle so eine Geschichte haben. Wie, bei mir hat es irgendwie so, ist alle so gut weiterentwickelt, obwohl ich, ne, auch mit so Tränen, nicht Tränen, nicht, aber kannst du verstehen, das Ja, war nicht ja. einfach. Trotzdem, genau, habe ich vieles geschafft. Ja, aber ich weiß, dass es gibt noch viel zu tun und ich habe das im Blick irgendwie mit meiner Arbeit. Das glaube ich gerne. Und die Motivation, die leuchtet in deinen Augen und du wirst da auch weitermachen und das finde ich ganz, ganz toll. Weil ich finde schon, eine Portion Glück gehört immer dabei, aber das Ja, Glück muss man auch sehen. Und es gibt so oft die Leute, da geht das Glück einfach vorbei, weil sie es nicht packen wollen. Und ja, Glück heißt nicht immer, dass alles sofort klappt. Ne? ja, ja, hast du recht. Ich glaube, ich hatte wirklich diesen Mut und ich dachte immer, also es ist ja egal, ich habe nichts zu verlieren, also ich mache das doch irgendwie, auch wenn ich manchmal so verunsichert war. Ne, du weißt ja, ich bin ja in Kreisen heutzutage, wo, ne, als eine Person, die hier mit 30 Jahren Deutsch gelernt hat und auch immer noch mit Fehlern spricht und auch sich positioniert, ist es nicht immer so. Ne? Manchmal habe ich so das Gefühl, bisschen so Lampenfieber, aber ist auch egal. Aber es ist es wert. Ja, Super. irgendwie schon. Und heute, wir nähern uns dem Ende langsam, aber heute, was würdest du neuen Migrantinnen oder auch Migranten, die nach Deutschland kommen, was würdest du ihnen raten? Was hättest du damals vielleicht anders gemacht oder was hättest du wieder genauso gemacht, weil du sagst, dieser eine Tipp, da halte Mm, dran. Ja, das weiß ich nicht so ganz genau, muss man überlegen. Also wir erleben so nicht so einfache Zeiten, ne, generell. Auch für die Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die hierher kommen, obwohl das ist ja so ein sehr guter Ort zu leben. Aber ja, ich habe jetzt die positive ne, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, aber ich habe auch sehr viel mit Rassismus zu tun, Mhm, Ausgrenzungen. Deshalb würde ich nochmal Leute sagen, dass sie erstmal so eine Community finden, mhm, die sie auch unterstützen, wo die auch die schwierige Erfahrung, dass sie irgendwie noch mal so sich auftanken können mhm. und auch diesen Mut zu haben, irgendwie weiterzumachen. Also nicht zu vergessen, nicht so zu denken, ah, das schaffe ich nicht, weil ich nicht kein Deutsch kann oder wie auch immer. Also ja, immer weiter versuchen und Mut haben und da irgendwie weiterkämpfen und sich nicht so erniedrigen lassen. Obwohl das manchmal schwierig ist, ne, muss man sagen. Mhm. Aber es gibt ja genug auch Unterstützungsangebote, Angebote, staatlich, nicht staatlich, oder auch aus der eigenen Community. Ne? Ich glaube, jeder, der hierher kommt, kann ja so eine eigene Community finden. Finde ich super. Also, wenn ihr herkommt, sucht eure Community. Wenn sie nicht da ist, baut sie vielleicht auf. Genau. Nicht den Mut verlieren. Es wird nicht immer einfach, aber es lohnt sich, wie man Ja, sieht. ja. Vielen Dank, Jamile. Das war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Danke dir für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und für die andere Hörerin von uns und Hörer von uns, wenn ihr eure Geschichte uns auch mal erzählen wollt, schreibt uns gerne. Wir verlinken alle die Informationen in den Shownotes. Vielen Dankeschön. Dank. Schönen Abend. 4 Women 3 languages. Und viele and many Geschichten life y stories. muchas historias. Just go for it. Just go for it. Danke an Studio Ansage für den Raum und die Technik. Vor allem Hans und Daniel für die Aufnahmeleitung. Danke Swantje Reuter für Expertise, Mut und Zuspruch. Und natürlich unseren Gästen. Dieser Podcast wurde produziert von Just Go For It und unterstützt mit Mitteln des Projektfonds Kulturförderung Friedrichshain-Kreuzberg.